hast mich gerettet? Was glaubst du denn, wie Marlene das findet, wenn sie erfährt, dass nicht du Bella gerettet hast, sondern ich? Deal? Ich habe getan, was getan werden musste. Ich meine, ob du jetzt da liegst oder der Stahlbursche oder ich hätte sogar Andi gerettet, verstehst du? Bislang hatten Sie in dieser Firma mit Tanja nur einen einzigen Feind. Ab heute haben Sie 2. Clarissa hat die Kollektion umbenannt in Clarisse Number One. Ich habe einen Platz in einem Workshop von Tommy Balz bekommen. Das ist meine Chance, ich werde ein Spitzenkoch. Wir haben kein Geld mehr, auch nicht für deinen Workshop. Du hast unsere komplette Kohle rausgehauen? So viele Klamotten kann man da gar nicht kaufen. Ich habe beim Online-Shopping wohl etwas den Überblick verloren. Etwas? Etwas? In dieser Kasse waren fast 800 € drin. Unser Dispo beträgt nochmal 1.000 €. Das heißt, wir reden von insgesamt fast 2.000 €. Ja, ich kann selber rechnen. Ja, anscheinend ja nicht. Ich brauche für den Workshop 1.000 €. Bei einem der besten Köche der Welt. Wenn ich den absolviert habe, kann ich in jedem Restaurant der Stadt arbeiten. Emilio, es tut mir so unglaublich. Ach komm, Tommy Balz wollte mich nehmen, obwohl ich keine Kochausbildung habe. Ich habe ihm ein Probeessen gemacht und das hat ihn überzeugt. Das ist doch super. Nein, das ist zum Kotzen, weil ich den Kurs jetzt wegen dir knicken kann, weil du unsere gesamte Kohle für Klamotten raushaust. Ich habe wohl ein paar Rechnungen übersehen und die Mahnungen auch. Na, Hauptsache, du bist top gestylt, wenn wir demnächst unter einer Brücke schlafen. Mhm. Charlies Pflege scheint Ihnen gut zu bekommen. Ihre Lunge klingt wieder ganz normal. Ja, sie hat mich auch zu absoluter Bettruhe verdonnert. Dabei war es doch nur eine kleine Rauchvergiftung. Ja, die du am liebsten auf dem Bau auskuriert hättest. Ich wusste gar nicht, dass solche Krankenschwesterqualitäten in dir stecken, Charlie. Du kennst so einige meiner Qualitäten nicht. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Für gute Freunde mache ich doch gerne mal einen Hausbesuch. Passen Sie auf sich auf, Bella. Ich versuch's. Danke. Sag mal, was läuft da eigentlich zwischen dir und dem Doktor? Wenn es nach mir gegangen wäre, mehr. Naja, der Klassiker. Ich hatte mich mal wieder in den falschen Kerl verliebt. Ja, und dann? Habe ich gewartet, bis es nicht mehr so wehgetan hat. Denkst du an Tristan? Ich bin froh, dass du nicht nach Tokio gehst. Ja, ich auch. Das war einfach so eine spontane Idee von mir. Ja, und das sind ja bekanntlich nicht immer die Besten. Na gut. Na dann, macht's gut. Schönen Tag. Ciao. Danke, dass du ihr nichts gesagt hast. Ihr und auch sonst niemandem. Ich tue das nur, weil ich mir Sorgen um Ludwig mache. Sobald es ihm besser geht, werde ich meiner Familie sagen, dass ich das Feuer verursacht habe. Und bis dahin lässt du dich noch als Bellas Held feiern? Das war ein Missverständnis. Außerdem habe ich sowieso vor, mich von ihr fernzuhalten. Bella, ich bin Tristan auch unheimlich dankbar. Ich meine, er hat dir das Leben gerettet. Aber du meinst, ich soll Dankbarkeit jetzt nicht mit anderen Gefühlen verwechseln, oder? Ja, soweit ich weiß, war das bei Tristans letzter Beziehung, der mit Marlene, das Problem. Ja,
Aber vielleicht hat Tristan gerade deshalb Angst, sich auf mich einzulassen. Weil er denkt, ich bin auch wieder nur dankbar. Vielleicht ist er deshalb einfach nur so abweisend. Tja, möglich ist es. Ich sollte mich noch mal bei ihm bedanken, oder? Ja, Bella, aber das hat doch Zeit, bis du wieder richtig gesund bist. Hm? Ja, das bin ich doch, hast du doch selber gehört. Und dann kann ich Tristan zeigen, dass es bei mir nicht nur Dankbarkeit ist. Der Vertrag wird Ihnen heute noch zugeschickt. Ja, ich melde mich dann. Wiederhören. Elegant und zeitlos. Der Name ist ein bisschen abgeschmackt, findest du nicht? Der Name erinnert daran, wer diese Firma mal gegründet hat. Niedlich, wie du an der Vorstellung festhältst, dass du für diese Firma mehr bist als ein Maskottchen, das man aus reiner Nostalgie nicht vor die Tür setzt, obwohl es schon ein bisschen anfängt, schlecht zu riechen. Tanja würde niemals etwas tun, was dem Unternehmen schaden könnte. Ja, das haben wir gesehen. Als sie mit ihrer Stimme dafür gesorgt hat, dass Hagen das Gremium verlassen konnte. Und nur, um sich an dir zu rächen, weil du nichts gegen Clarissa unternommen hast. Ich bin mir sicher, diese Entscheidung hat sie aus voller Überzeugung getroffen. Sie glaubt eben daran, dass Hagen eine Chance haben sollte, sich Kreditgeber außerhalb des Familienverbundes zu suchen. Sebastian, wenn du diese Frau nicht im Griff hast, wer dann? Tanja hat sich selbst im Griff. Ja, das will ich hoffen. Wir können uns in dieser Situation keine Fehler erlauben. Das ist Tanja bewusst. Ich möchte trotzdem, dass du noch einmal mit ihr darüber redest. Du weißt, wie unberechenbar sie ist. Vater, es hat... Gut, ich rede mit ihr. Übrigens, ein Journalist hat letztens angerufen, er wollte einen Nachruf über dich verfassen. Ich musste ihm erst mal erklären, dass du noch unter den Lebenden weilst. Ach, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich in meiner Firma wieder das alleinige Sagen habe. Und dass du mal hier gearbeitet hast, wird der Fachpresse keine Fußnote wert sein. Wo sind die Sachen? Wo sind die Sachen? Gib den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist doch jetzt egal. Es ist nicht egal. Wenn ich schon pleite bin, will ich wissen, wofür meine Kohle draufgegangen ist. Also, wo sind die Klamotten? Letztens standen hier noch 1000 Kartons rum. Wo sind die? Zu mir hast du gesagt, das ist ein Schnäppchen. War es ja irgendwie auch. Okay, die Preisschilder sind noch dran. Schick sie zurück. Das geht nur innerhalb von 14 Tagen und die sind bei den meisten schon abgelaufen. Und mir hast du erzählt, dass du nur die coolen Sachen behalten willst und den Rest wegschickst. Ich konnte mich nicht entscheiden und dann habe ich irgendwie die Rückgabefrist verpeilt. Verpeilt? Verpeilt, so verpeilt kann man gar nicht sein. Ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht. Natürlich. Was denn sonst? So was passiert nicht einfach so aus Versehen. Ich habe den Überblick verloren, Ja, weil du es heimlich gemacht hast, oder warum weiß ich davon nichts? weil ich es nachts gemacht habe. Ja, ich sag doch heimlich. Nein, es war nicht heimlich. Ich habe es nachts gemacht, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich seit Wochen nicht mehr schlafen kann. Wie? Immer noch nicht? Hey. Dieser verdammte Keller. Seitdem ich da eingeschlossen war, ich muss die ganze Zeit dran denken. Hey. Komm mal her. Hey. Komm doch da. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen, so zufrieden. Zufriedene Menschen sind mir auch ein Gräuel. Sie weiß ganz genau, dass ich hier nichts kann und wegen dieser dämlichen Namensrechte unkündbar ist. Und das genießt sie. Es gibt da vielleicht noch eine Möglichkeit, das Problem doch noch aus der Welt zu schaffen. Welche? Wir könnten die Firma umbenennen. Linie Tanja. Ich finde das gar nicht so schlecht. Oh, kann es sein, dass du mich nicht ernst nimmst? Kann es sein, dass du das Ganze zu ernst nimmst? Diese Frau provoziert mich halt in einer Tour. Dann lass dich doch nicht provozieren. Das mache ich ja auch gar nicht. Ich tue natürlich so, als würde es mich total kalt lassen. Aber sie durchschaut dich. Ja, weil sie mich zu gut kennt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es kein Spaß ist, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten. Aber bitte, tu jetzt nichts Unüberlegtes. Unüberlegt. Dafür denke ich schon viel zu lange darüber nach, wie ich sie endlich loswerden kann. Ich meine das ernst. Wir können uns keinen weiteren Kriegsschauplatz leisten. Finanziell steht uns das Wasser bis zum Hals und mein Vater muss sich jetzt endlich schonen, wenn er nicht schon wieder zusammenbrechen soll. Ich verstehe es sowieso nicht. Wieso übergibt er dir nicht die Geschäfte? Er hat längst beschlossen, dass du sein Nachfolger werden sollst. Dazu ist die Situation zu unsicher. Das würde nur unsere Investoren beunruhigen. Er muss jetzt Präsenz zeigen. Aber als Frau des zukünftigen Gremiumsvorsitzenden ist es umso wichtiger, dass du nichts tust, was der Firma in irgendeiner Weise schadet. Ich muss mich auf dich verlassen können. Keine Angst. Wenn ich Clarissa umbringe, dann nur so, dass man mir nichts nachweisen kann. Hey, was machen Sie in meinem Wagen? Sorry, aber ich muss dringend austesten, ob Ihr Flitzer wirklich so schnell ist. Hier spricht die Polizei. Bitte fahren Sie sofort rechts ran. Das ist der Grund, warum wir so schnell waren. Sie hängt sehr an dem Roller. Das ist ein altes Erbstück. Ich war Liebling. Ja, mein Hasenpups. Hey, Bella, ich wollte gerade einen Krankenbesuch bei dir machen. Nicht mehr nötig, ich bin wieder topfit. Sagt wer? Sagst du? Nein, sagt Dr. Mendes. Aber ich wollte gerade zu dir eigentlich. Ach, mach dir mal keine Sorgen wegen der Krankschreibung. Du bist den Rest der Woche auf jeden Fall noch krankgeschrieben. Gut, aber ich wollte auch was anderes. Dein Wagen, hast du den gerade zerlegt oder kann man damit fahren? Mensch, warum hast du nicht mit mir darüber geredet? Hm? Was hätte denn das gebracht? Du hättest dir nur Sorgen gemacht und hättest vielleicht auch nicht mehr schlafen können. Ja, aber es ist mein Job, mir um dich Sorgen zu machen. Und müde gekriegt hätte ich dich auch irgendwie. Emilio, ich war die ganze Zeit müde. Wenn ich ins Bett gegangen bin, dann sind meine Augen zugefallen, aber sobald das Licht aus war, ich habe gedacht, ich müsste sterben. Ich meine, wie kann man auch so dumm sein, seine eigene Entführung vortäuschen? Das ist ja kein Wunder, dass ich einen Knacks habe. Hey, du hast keinen Knacks weg. Du bist jetzt in Sicherheit. Und ich gebe darauf Acht, dass du nie wieder in so eine Situation gerätst, okay? Hörst du? Ja. Das Wichtigste ist jetzt einfach, dass du an deine Kohle kommst und deinen Workshop machen kannst. Ich habe uns da reingeritten, also hol ich uns auch wieder raus. Ja, und wie willst du es machen? Du machst jetzt Abi und hast noch deinen Nebenjob bei LCL. Keine Ahnung. Mir wird schon irgendwas einfallen. Du wirst aber nicht ihn fragen, oder? Ansgar? Nee. Ich brauche seine Kohle nicht. Ich schaff das alleine. Wir schaffen das. Wir schaffen das alleine. Es war eine gute Idee von dir, nochmal in die frische Luft zu gehen. Sag ich doch. Außerdem hast du mal ein bisschen Ruhe von dem ganzen Trubel gebraucht. Du meinst vor Clarissa? Du musst sie einfach ignorieren. Oh, ziemlich schwer, da kommt sie gerade. Ganz locker bleiben. Hallo. Was für eine nette Überraschung. Ja, ich kann mich kaum bremsen vor lauter Freude. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für Ihre Mittagspause nehmen. Jetzt, wo das Familienunternehmen auseinanderbricht. Davon kann überhaupt keine Rede sein. So. Ich habe gehört, auch das Gestüt ist weggebrochen. Das ist doch ein herber Verlust. Ach so, das ja. Mein Bruder, der hat sich selbstständig gemacht, das stimmt. Aber das hat keinerlei negative Auswirkungen auf unsere Finanzlage. Nur auf den Familienfrieden, schätze ich mal. Wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Er hat sich nach seinem Zusammenbruch wieder ganz gut erholt. Und die Sehfähigkeit wird auch von Tag zu Tag besser. Oh, Gott sei Dank. Der arme Ludwig. Erst macht er Sie zu seinem Vertreter und dann wird plötzlich alles noch schlimmer.
Es ist bestimmt nicht förderlich für seine Genesung. Ich werde ihm ausrichten, dass Sie sich nach seinem Gesundheitszustand erkundigt haben. Tun Sie das. Bis später. Wie war das, Sebastian? Tanja, reg dich nicht auf. Ja. Es wird Zeit, dass wir ihr klar machen, wo ihre Grenzen liegen. Ich brauche auf jeden Fall Boxen und Verlängerungskabel. Okay. Vielleicht so eine Leinwand. Mhm. Entschuldigst du mich eine Sekunde? Tristan? Hey, Bella. Geht's dir wieder besser? Ja, viel besser, danke. Das freut mich. Ja, ich wollte dich fragen, ob... ich wollte dich eigentlich fragen, ob du heute Abend schon was vorhast. Ich weiß, du hast keinen Bock auf diese Heldennummer und so. Und ich will dir ganz bestimmt keinen Orden verleihen, aber... Komm schon, du hast das Feuer überlebt. Da wirst du doch einen Abend mit mir schaffen. Weißt du, ich habe gerade eine ganze Menge um die Ohren. Ja, deshalb. Du brauchst einen freien Abend. Also ich bin um 8 Uhr vor dem Schloss, okay? Ich freue mich auch. Bis später. Cappuccino? Okay. Frau von Anstetten, hätten Sie vielleicht mal 2 Minuten für mich? Was gibt es? Also ich mache ja gerade nebenbei mein Abi. Aber ich muss sagen, dass dieser Job wirklich das Wichtigste für mich ist. Was soll das jetzt werden? Ein Kaffeekränzchen? Holen Sie sich doch auch eine Tasse. Echt? Natürlich nicht. Was wollen Sie? Also, ich wollte fragen, ob ich vielleicht einen Vorschuss haben könnte. Für das ganze Jahr. Aber das Jahr hat doch erst begonnen. Ja, ich weiß, aber ich habe mich irgendwie voll verkalkuliert. Da bin ich aber froh, dass ich Sie nicht in die Buchhaltung eingesetzt habe. Weißt du, seit dieser Sache kann sie nicht mehr ordentlich schlafen und hängt stattdessen im Internet und kauft irgendwelche Klamotten. Und das Schlimmste ist, ich hab's nicht mal bemerkt. Weißt du, hätte ich gewusst, dass die Nummer mit dem Keller immer noch so tief sitzt, dann hätte ich sie schon längst zum Therapeuten geschleppt. Warte mal ganz kurz, entschuldigung mal bitte. Kim und ein Therapeut? Niemals, Emilio. Ich weiß, sie versperrt sich auch vor dagegen, aber es wäre definitiv das Beste gewesen. Ja, wahrscheinlich besser als durch Internetshopping wieder besser drauf zu kommen. Hm? Was ich nicht verstehe, warum redet sie nicht mit mir? Weil es nicht so einfach ist. Nach unserem Flugzeugabsturz und meinen Panikattacken, ich wollte auch mit niemandem drüber reden. Weil ich gedacht habe, dass das alles von alleine weggeht. Ja, tut es aber nicht. Bei ihr genauso wenig. Nee, aber als ich drüber gesprochen habe, ist es auf jeden Fall besser geworden, weil du gemerkt hast, wie es mir geht. Ja, aber das Schlimme ist, bei ihr habe ich gar nichts gemerkt. Im Gegenteil. Ich habe sie sogar noch zusammengefaltet, weil ich diesen Workshop nicht wahrnehmen kann. Aber ist doch klar. Ich meine, ist doch klar, dass du da kurz mal ausflippst, weil du hast fast diesen Workshop mit dem Meisterkoch bekommen. Und wenn schon, ich meine, das ist jetzt auch egal. Emilio hat jede Sendung von diesem Koch gesehen. Er kennt seine Bücher in- und auswendig. Und wenn ich jetzt daran schuld bin, dass er nicht zu diesem Workshop kann, dann... Nun, normalerweise begrüße ich es, wenn meine Mitarbeiter sich fortbilden wollen. Aber ich kann doch einer verschuldeten Aushilfe keinen Jahresvorschuss geben. Ich würde wirklich jeden Cent abarbeiten. Bitte, bitte, Sie können sich auf mich verlassen. Ach, Kindchen, fragen Sie doch Ihren Erzeuger. Oder hat der Ihnen Ihr Taschengeld gestrichen? Ich dachte, das mit Bella hätten wir geklärt. Was genau? Dass ich nicht mehr mit dir reden darf? Du kannst sie gerne mal auf der Straße grüßen, aber mehr auch nicht. Sonst sage ich ihr, wer sie wirklich aus den Flammen gerettet hat. Jetzt macht er mal nicht gleich ins Hemd. Ich werde noch einen platonischen Abend mit ihr verbringen dürfen. Du verbringst weder einen platonischen noch sonst irgendeinen Abend mit ihr. Du sagst sie ab, ist das klar?
Also, falls es sich beruhigt, wahrscheinlich habe ich sowieso keine Zeit. Besser ist es. Und jetzt würde ich gerne weiterarbeiten. Olli, was findet Bella nur an dieser hohlen Fritte? Die hohle Fritte ist attraktiv, charmant, hat den coolsten Laden der Stadt, lebt auf einem Schloss. Danke, Josie. Sehr hilfreich. Hey, wenn Bella sich mit Tristan treffen will, dann kannst du leider nicht viel dagegen machen. Bella wird schon noch früh genug erkennen, dass er nicht der Typ ist, für den sie ihn hält. Du schminkst dich? Ja, ich hatte einfach das Gefühl, nach dieser Rauchvergiftung bin ich so ein bisschen blass. Und man muss ja auch nicht immer wie ein Gespenst rumlaufen, oder? Mhm. Bist du mit Tristan verabredet? Aha. Meinst du, ich kann so gehen? Oder meinst du, Tristan steht nur auf diese aufgerüschten Frauen? Ich meine, ich weiß ja, dass er ein von und zu ist. Und wahrscheinlich hängt er immer nur mit diesen Schickeria-Leuten ab. Und dann Bella, ich bin überzeugt davon, Tristan ist es am liebsten, wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst. Hm? Also, wie wär's mit der hier? Du meinst, das geht so? Ja. Ehrlich? Bella, du bist wunderschön. Huhu. Hast du mal kurz Zeit für mich? Na, für dich doch immer. Worum geht's denn? Und zwar habe ich da so eine kleine Bitte. Ah, wenn es um Geld geht. Ihr kriegt schon genug Taschengeld. Nein, um Geld geht's nicht. Es geht auch gar nicht um mich. Und zwar, Leo kommt ja heute aus Paris zurück und ich habe mir gedacht, dass ich sie mit so einem kleinen Ausflug in eine Snowboardhalle überrasche. Aber dafür müsstest du ihr morgen freigeben. Ja, und du? Musst du nicht zur Schule? Ja, aber Leonie, die ist gefühlt schon eine Ewigkeit weg, Larissa. Na gut, ausnahmsweise. Das ist ja toll, komm her. Vielen Dank. Oma, das ist... Du sollst mich doch nicht so nennen. Das ist mir gerade so rausgerutscht, Entschuldigung. Da fühle ich mich immer so, als müsste ich gleich in Rente gehen. Ja, du und Rente, das passt doch gar nicht, kann mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, nie wieder dieses Wörtchen. Verstanden? Nie wieder dieses Wörtchen, verstanden. Tschüssi und danke. Ui. Ja, hallo, Tanja von Landstein hier. Könnte ich bitte Ihren Chefredakteur, Ricky Plock, sprechen? Ich bin dir total dankbar, dass du gleich gekommen bist. Ich weiß, du wärst jetzt viel lieber bei Timo. Danke. Am liebsten wüsste ich jetzt erstmal, warum du kein Wort gesagt hast. Ey, du verschleuderst hier euer ganzes Geld für Klamotten, die kein Mensch braucht und sagst keinen Mucks. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich hab dich so oft gefragt, ob alles in Ordnung ist. Hab dir sogar einen Therapeuten empfohlen. Und du sagst, alles ist gut. Es war ja auch alles gut, solange ich nicht drüber reden musste. Versprich mir, dass du dir ab jetzt helfen lässt. Ich brauche jetzt erstmal ganz dringend das Geld, damit Emio seinen Kurs machen kann. Okay. Von welcher Summe reden wir? Ich weiß es nicht genau. Dann gehen wir als erstes alle offenen Rechnungen durch. Darf ich? Ich habe noch nicht alle bekommen. Das heißt, da kommt noch mehr. Ja. Wann war denn die letzte Bestellung? Gestern Abend. Okay. Also was noch nicht losgeschickt wurde, das können wir direkt stornieren und alles andere zurückschicken. Und soll ich nicht vielleicht doch noch mal mit Oma reden wegen dem Vorschuss? Nee, ich will nicht so eine Riesenwelle draus machen. So wissen deine Eltern auch noch nichts davon. Kim, wir kriegen das hin. Und wie? Wir finden eine Lösung.
Hey, da bist du ja. Ja, dann kann es auch gleich losgehen. Womit? Ja, mit unserem ganz privaten Autokino. Ja, ich habe mich halt daran erinnert, dass wir uns ja im Auto kennengelernt haben. Du meinst, als du mein Auto klauen wolltest? Hey, ich wollte ihn nur aufborgen. Das hat die Polizei aber ein bisschen anders gesehen. Die wusste ja da auch noch nicht, dass ich deine Verlobte bin. Ich war mein Hasenfuß. Hör zu, Bella, ich habe wirklich keine Zeit heute Abend. Komm schon, ich habe extra so einen sinnbefreiten Actionfilm ausgeliehen. Den willst du mich doch jetzt sicher nicht alleine gucken lassen, oder? Außerdem muss es ja auch keiner erfahren. Was muss keiner erfahren? Dass du deine wertvolle Arbeitszeit lieber mit Popcorn und Hubschrauberexplosionen und Verfolgungsjagden Du verbringst. hast Popcorn? Ganz frisch. Bitte. So, dann schmeiß mal an. Ja. Ah ja, Scheibenwischer schon mal sehr gut, ja. Gut, Herr Pflock, dann hätten wir alles soweit besprochen. Mhm. Ja, danke für Ihr Interesse. Wiederhören. Hallo. Oh, bist du soweit? Ja, ich musste nur ganz schnell ein kleines Telefonat erledigen. Ach nö, Ach nee, was? den Blick kenne ich. Ach ja? Das ist eigentlich für irgendwas im Schild und will nicht, dass mein Mann es mitbekommt, Blick. Das ist, weil ich mir jetzt nicht wirklich Mühe gegeben habe. Normalerweise würdest du nicht merken, wenn ich dich anlüge. Ach, das beruhigt mich aber jetzt ungemein. Also, ich sag dir, worum es geht. Bitte nicht. Ich will's gar nicht wissen. Ich will nur, dass du die Sache abbläst. Aber du weißt ja noch nicht mal, worum es geht. Oh, lass mich raten. Hat's irgendwas mit Larissa zu tun? Möglich. Tanja, lass es einfach sein. Sie ist es nicht wert. Aber ich darf sie doch ein bisschen ärgern. Nein. Nur ein bisschen. Nein. Spielverderber. Ja, nee, ist okay. Ich habe verstanden, dass Sie keine Ausnahme machen. Ja, gut, danke für nichts. Hey, das gibt's doch nicht. Die kommen einem null entgegen. Die denken nur an ihre dummen AGBs. Was wäre denn, wenn du den Rest einfach im Internet verkaufst? Da sind schließlich überall noch die Preisschilder dran. Ja, aber das dauert doch viel zu lange. Bis dahin ist der Workshop schon längst vorbei. Hey, das musst du dir mal vorstellen. Emilio hat mich sogar noch getröstet. Er ist immer für mich da und ich mache ihm ständig alles kaputt. Das stimmt so doch gar nicht. Doch. Ich bin die schlechteste Ehefrau der Welt. Aber er liebt dich trotzdem. Fragt sich nur, wie lange noch. Red doch nicht so einen Blödsinn. Es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Und welche? Ich wäre fast auf den Knien vor deiner Oma rumgerutscht. Weißt du, wie demütigend das war? Die Hauptsache ist, dass ihr aus diesen Schulden rauskommt. Und was ist, wenn nicht? Autsch! Das hat er aber auch verdichtet. Ich meine, was ist der Typ so dumm und glaubt der Frau alles? Was heißt so blöd? Ich meine, die Frau war blond und hatte ziemlich schlagkräftige Argumente. Ihr Männer seid so einfach gestrickt. Ah, und ihr Freund profitiert davon. Tu mir das. Hättest du sonst geschafft, mich mit der Tüte Popcorn vom Arbeiten abzuhalten? Wahrscheinlich nicht. Abend. War trotzdem eine gute Idee, mich zu überreden. Ja? Ja.
Geben, was gibt's? Hey, Ansgar. Und? Wie ist es so in New York? Ich bitte dich, du rufst mich doch nicht an, um mich nach meinem Befinden zu erkundigen. Also, was willst du? Ich brauche ganz dringend Geld von dir. Ich habe Clarissa schon nach einem Vorschuss gefragt. Ich krieg keinen. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig ist. Mhm. Von wie viel Geld reden wir hier denn? Ich brauche ganz dringend 1000 Euro. Obwohl es wäre besser, wenn ich 2000 Euro bekommen könnte, weil dann könnte ich den Dispo ausgleichen. Bisschen viel gefeiert letzte Woche, was? Naja, ich will es gar nicht so genau wissen. Das Geld ist morgen auf deinem Konto, aber das wird jetzt nicht zur Regel, klar? Ganz bestimmt nicht. Danke, Ansgar. Das ist nicht dein Ernst, oder? Es würde dabei ja auch niemand zu Schaden kommen, also nicht ernsthaft. Es interessiert mich trotzdem nicht. Clarissa würde sich einfach nur furchtbar ärgern. Ja, und als nächstes würde sie dann versuchen, dich furchtbar zu ärgern. Das hat sie schon längst. Sebastian, ich habe mir wirklich was Hübsches einfallen lassen. Das wäre eine Schande, wenn wir den Einfall nicht nutzen. Dann schreib ihn doch auf und verkauf ihn an die Mafia. Bist du überhaupt nicht neugierig? Überhaupt nicht. Es macht keinen Spaß, was vor dir geheim zu halten. Was machst du da jetzt eigentlich? Ich wollte noch ein paar Unterlagen durchsehen. Wir waren doch fertig mit dem Thema, oder? Okay. Also pass auf. Ich habe einen Vorschlag. Ich sag dir, was ich vorhabe. Und wenn du es nicht gut findest, dann blase ich die ganze Sache ab. Ich hatte dich doch sowieso schon gebeten, die ganze Sache abzublasen. Komm schon. Ja, gut. Schieß los. Also pass auf. Der lief also in Cannes, ja? Bin mir nicht mehr so sicher. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Wie diese Frau wirklich auf diesen mega High Heels mit der fetten Knarre noch am Schluss alle umschießen kann. Wieso? Sowas unterscheidet eine gute von einer schlechten Schauspielerin. Also für mich wäre das nichts. Du hast andere Qualitäten. Und welche? Deine Skrupellosigkeit, deine kriminelle Energie. Du fährst in ziemlich heißen Reifen. Und wenn ich irgendwann mal eine Bank überfallen sollte, dann fährst du auf jeden Fall den Fluchtwagen. Okay, ich bin dabei. Obwohl die richtigen Kriminellen heutzutage ja nicht mehr so richtig überfallen, sondern eher Banken gründen. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Außerdem leitet mein Cousin die Bank. Ich bin in unserer Familie mehr für die schönen Dinge zuständig. Ja, ich verstehe. Du bist der Gute. Zweifelst du daran? Nein, ich weiß, dass du einer von den Guten bist. Sonst hättest du mich auch nicht aus dem brennenden Stall geholt. Okay, was hältst du davon, wenn wir uns was Warmes besorgen? Ich meine, es ist ein ziemlich schicker Wagen, aber irgendwie fehlt die Kaffeemaschine. Ich weiß, dass du ein Problem mit Ansgar hast. Allerdings, aber darum geht es gar nicht. Warum dann? Ich dachte, du hast aus der ganzen Sache endlich mal was gelernt. Ich hab was draus gelernt. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe und den will ich wieder gut machen. Ist doch nicht dein Ernst? Jetzt mach das Ding aus. Wie, indem du zu deinem reichen Papa rennst und dir gleich wieder Geld zuschicken lässt? Emilio, das war eine Ausnahme. Nein, das war mal wieder die einfachste Lösung. Was soll denn das jetzt heißen? Was das heißen soll? Du hast ja wohl anscheinend schon wieder vergessen, dass er dafür verantwortlich ist, dass ich meine Bar schließen musste. Ich hab das überhaupt nicht vergessen. Ich hab ihm doch klar gemacht, dass er sich sein Geld sonst wohin stecken kann. Ja, und kaum sind ein paar Wochen vergangen, kommst du wieder angekrochen und lässt dir einen schönen dicken Scheck ausstellen. Ich hab das eigentlich nur für dich gemacht. Jetzt kannst du doch zu diesem Workshop gehen und unser Dispo ist wieder auf Null. Ja, und damit ist alles wieder gut, ja? Nein, natürlich nicht, aber
Ich will einfach nicht, dass du unter meinem Mist leiden musst. Nein, du willst einfach nicht dafür gerade stehen, was du verbockt hast. Wie immer. Anstatt mal nach einer eigenen Lösung zu suchen, rennst du gleich wieder zu Papa und hältst die Hand auf. Was soll ich machen? Ich schaff's halt alleine nicht. Du bist nicht alleine, Mensch, ich helfe dir doch. Ja, aber genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass du für meinen Mist aufkommen musst. Wie? Von mir lässt du dir nicht helfen, aber von Ansgar schon? Ich weiß schon, warum ich es dir nicht erzählt hatte. Das wird ja immer schöner. Das heißt, du hättest mich angelogen. Schon wieder. Mensch, Kim, es tut mir leid, aber... Mensch, Kim, wir können das zusammen schaffen. Du darfst doch nicht immer alles mit dir allein ausmachen. Ja, wenn du mir Vorwürfe machst... Wir brauchen Ansgar nicht. Du musst es nur ernst meinen. Ich meine es ernst. Gut. Dann beweis es mir. Gib Ansgar seine verdammte Kohle zurück. Tanja, das kannst du nicht machen. Was denn? Ich gebe nur ein Interview, in dem ich mit Bedauern Clarissas Entscheidung verkünde. Ja, und wenn sie davon erfährt, kann sie dafür sorgen, dass das Interview gar nicht erst erscheint. Deswegen gebe ich das Interview auch live. Und zwar im Fernsehen. Dann ist sie wochenlang damit beschäftigt, das Ganze wieder zu revidieren. Und du meinst nicht, dass das dem Verkauf der neuen Kollektion schaden wird? Nein, im Gegenteil. Dadurch wird das Interesse an Clarisse No. 1 noch viel größer. Und für das, was sie dir mit dem Model und den K.O.-Tropfen angetan hat, hat sie eine Lektion verdient. Das hatte ich ihr zumindest angekündigt. Was? Ach, ich hatte ihr damals sowas gesagt wie, dass sie ab jetzt 2 Feinde bei LCL hat, mich und dich, sowas in der Art. Was sagst du mir das jetzt? Ja, ich habe eben auch manchmal Spaß daran, ein Geheimnis vor dir zu haben. Dann gibt es keine moralischen oder juristischen Einwände, Herr Anwalt. Ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten, Clarissas Gesicht zu sehen, wenn du sie offiziell zum alten Eisen erklärst. Und ich erst. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, wieso? Du warst so komisch gerade. Mir war kalt und ich hatte Lust auf einen Kaffee. Was soll daran komisch sein? Ich habe das Gefühl, es ist dir unangenehm, wenn ich das Feuer anspreche. Ich denke einfach, zu dem Thema ist alles gesagt. Für mich nicht? Willst du irgendwie Milchschaum oder sowas zu deinem Kaffee? Ich habe zwar keine Ahnung, wie das hier funktioniert, aber... Tristan, für dich mag das keine große Sache sein, aber für mich schon. Ich meine, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt tot. Nein, wirst du nicht. Keine Sorge, ich werde dir jetzt nicht bei jeder Gelegenheit den Heldenstempel aufdrücken. Aber ich finde es auch komplett falsch, das jetzt hier so zu tun, als wäre nichts gewesen. Hör zu, Bella, ich habe dir nicht das Leben gerettet. Natürlich hast du das. Die Ärzte haben gesagt, wenn Ich war da, als das Geschütt gebrannt hat, aber ich hatte keine Ahnung, dass du überhaupt da drin bist. Wie jetzt? Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich habe dir nicht das Leben gerettet. To